Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Göttwort Roundtable-Episode. Heute werfen wir einen Blick auf das Rotational Online Rheometer ROR. Es ermöglicht eine kontinuierliche Online-Messung viskoelastischer Eigenschaften von Polymerschmelzen. Mein Name ist Dr. Joachim Sunder, ich bin verantwortlich für die Produktanwendung bei Göttwort. Die rheologische Charakterisierung von Polymerschmelzen beruht im Wesentlichen auf zwei Hauptmessmethoden zur Bestimmung sowohl der Polymerstruktur als auch des Fließverhaltens. Rotationsrheometer mit Platten-Platten oder Kegelplattengeometrie sind die Referenztechnik zur Bestimmung der Polymerstruktur. Insbesondere der dynamische Messmodus mit variierender Frequenz ist Voraussetzung, um das viskoelastische Verhalten von Polymerschmelzen zu erfassen. Da Rotationsrheometer bei relativ niedrigen Frequenzen messen können, lassen sich auch feine Strukturänderungen nachweisen. Neben der Strukturcharakterisierung spielt auch die Messung des Fließverhaltens unter verarbeitungsnahen Bedingungen eine wichtige Rolle in der Polymerrheometrie. Die meisten polymerverarbeitenden Verfahren liegen jedoch außerhalb des Einsatzbereiches von Rotationsrheometern, da deren Messungen auf Deformationsraten unterhalb von 100 Hertz beschränkt sind. Kapillarrheometer werden daher häufig eingesetzt, um den Messbereich bei großen Deformationen unter prozessnahen Bedingungen zu ergänzen. Da Rotationsrheometer klassische Laborgeräte sind, die eine zeitaufwendige Probenvorbereitung und Handhabung erfordern, wurden aus Kapillarrheometern abgeleitete Online-Prozesskapillarrheometer entwickelt. Diese lassen sich sowohl in die Polymerisation als auch in nachgeschaltete Verarbeitungsprozesse integrieren und liefern Echtzeitdaten zur Viskositätsfunktion in einem großen Scherratenbereich. Der in Kapillarrheometern erzeugte Strömungszustand erlaubt jedoch im Gegensatz zu Rotationsrheometern keine Messung viskoelastischer Eigenschaften. Das neu entwickelte Rotational Online Rheometer ROR kombiniert erstmals die Charakterisierung unter Verarbeitungsbedingungen mit der Messung des viskoelastischen Fließverhaltens, online und im kontinuierlichen Betrieb. In der ersten Anwendung wird das ROR online über einen Laborextruder oder über eine Zahnradpumpe beschickt. Das ROR bietet Frequenzsweeps im Bereich von 0,1 bis 500 Rad pro Sekunde. Darüber hinaus erweitern transiente Sweeps im Scherratenbereich zwischen 0,01 bis 501 pro Sekunde die Möglichkeiten dieses erstmals verfügbaren dynamischen Online-Rheometers. Somit ist das ROR in der Lage, den Scherratenbereich der häufigst verwendeten Bearbeitungsverfahren Extrusion und Spritzguss abzubilden. Im Gegensatz dazu können konventionelle Rotationsrheometer nur den Scherratenbereich bis Mischen-Kalandrieren abbilden und nicht mehr den der häufigst verwendeten Verarbeitungsverfahren Extrusion und Spritzguss. Es zeigt sich eine sehr gute Übereinstimmung zwischen den Daten des ROR und klassischen Rotationsrheometern bei verzweigten Polyolefinen. Erste Ergebnisse belegen die Zuverlässigkeit der ROR-Messungen im Vergleich zu Standard-Rotationsrheometer-Technologie. Es wurden verschiedene Polyolefine mit linearer und verzweigter Struktur sowie mit hohem als auch mit niedrigem Schmelzindex untersucht. Abbildungen 1 und 2 zeigen die entsprechenden G' und G2'-Funktionen für LDPE-Proben mit MFR1 bzw. MFR4, sowohl für den ROR als auch für Rotationsrheometer. Es ergibt sich eine sehr gute Übereinstimmung bei einem weiten Frequenzbereich. Nebenstehende Abbildung 3 beschreibt ein lineares Polypropylen mit MFR21. Auch hier bestätigen die Daten die gute Übereinstimmung zwischen Rotational Online Rheometer und Rotationsrheometer-Messungen. Die Abbildung zeigt Daten der transienten Viskosität des Rotational Online Rheometers, der komplexen Viskosität eines Rotationslaborrheometers in oszillatorischem Modus sowie der dynamischen Viskosität aus einem Kapillarrheometer in stationärer Deformation. Im untersuchten Bereich überlagern sich die Daten aller drei Geräte auf einer einheitlichen Kurve, was die Annahme der Gültigkeit der Cox-Merz-Beziehung bestätigt. Das neue Rotational Online Rheometer ist ein industrietaugliches Prüfrheometer mit oszillatorischer Strömungsdeformation, das kontinuierlich
und vollautomatisch in Verbindung mit einem Extruder betrieben wird. Ein wichtiges Einsatzgebiet ist die Überwachung der Polymerproduktion, insbesondere dann, wenn es erforderlich ist, viskoelastische Fließeigenschaften direkt und online ohne Zeitverzögerung während der Polymerisation zu erfassen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bleiben Sie dran für weitere Episoden unseres Göttwort Roundtable. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.